So, zweiter Tag hier in Jeddah heute. Und wir sind jetzt erstmal frühstücken gegangen. Und es ist ein ziemlich krasses Restaurant hier. Also echt wunderschön gemacht. Und wir haben jetzt Frühstück bestellt, warten auf unseren Kaffee. Ich habe ein Spanish Latte mit Mandelaroma bestellt und du hast ein Pistachio. Das ist so doof, dass es noch nicht da ist heute. Sonst könnte man es jetzt demonstrieren. Ja, das werden wir dann nachher auch. Also auf jeden Fall echt ziemlich geniales Restaurant. Wir haben hier sogar einen persönlichen Springbrunnen im Tisch. Und das Café heißt, wie heißt es? Aroma. Café Aroma. In Jeddah. So, genau. Und da warten wir jetzt auf unser Frühstück. Und du hast ein, was? Ein Müsli mit, wie hieß das? Mit Acai. Acai Müsli bestellt. Oh ja. Okay Leute, endlich Frühstück, zweiter Tag hier in Saudi-Arabien. Und es gibt gleich mal ein schönes Acai. Keine Ahnung, ist das ein Müsli? Ich weiß nicht, aber es sieht aus wie ein Müsli. Und ein geiler Kaffee. Es ist lustigerweise ein Pistazien-Latte. Und der schmeckt voll geil und der hat Rosenblätter drin. Und ich bin komplett verwirrt, was man jetzt damit macht. Vielleicht muss ich hier noch das zelebrieren, keine Ahnung. Wie ist denn dein... was ist denn das so? Spanish Latte mit Mandeln. Ja, Das ist sehr geil, mit Mandelstückchen sind auch drin. Und ich glaube, hier ist noch zusätzliches Mandelaroma, aber das ist schon sehr mandelig hier. Ach so, damit es noch mehr mandelig ist. Genau. Ja, okay. Ja, so kann man den Tag schon mal starten. So, das Hauptgericht. Das Hauptgericht ist jetzt da. Und zwar einmal haben wir hier das, ich weiß leider den Namen nicht mehr, wie das hieß. Das ist auf jeden Fall Ei mit Tomate. Wir haben noch ein Omelette mit Tomate und Pilzen. Und hier das leckere Brot. Und Hashbrowns noch dazu. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und du arbeitest noch an deinem Dessert-Frühstück. So, was wir jetzt hier sehen, oder besser gesagt nicht sehen, ist der größte Flaggenmast der Welt. Was allerdings fehlt, ist die Flagge. Die ist heute nicht da. Die saudi-arabische Flagge, die hier sonst wehen würde. Heute leider nicht. Wegen Sand, wegen Wetter, was auch immer. Wir haben jetzt gerade über 40 Grad. Wir sind schon jenseits der 40 Grad. Es ist, als ob man in einem Föhn gerade sich befindet. Es ist brutal heiß. Und heute haben wir natürlich das außergewöhnliche Glück. Wir haben hier, wir haben jetzt gerade 42 Grad, ist gerade schön. Und wir haben das außergewöhnliche Glück, dass wir heute noch ein eigenes Auto haben als Transfer. Wir können heute quasi frei herumfahren. Wir haben hier unseren schicken Transporter, einen dicken Chevy mit Fahrer sogar. Und da werden wir jetzt mal von einem Spot zum nächsten fahren. Wo geht's jetzt als nächstes hin? Ja, du möchtest doch deine Formel-1-Strecke sehen. Wir müssen zur Formel-1-Strecke, genau, und zur schwimmenden Moschee. Ja, genau. Ja, genau, da machen wir das da. Ja, würde ich sagen, dann gehen wir jetzt gleich weiter, oder? Weil Also heute ist aber extrem trocken. Also ich finde die Hitze heute gar nicht so unangenehm wie gestern. Heute ist es trockener, ja? Ja. Es knallt wie, es ist alles aus. Ja. Oh. Ja, Okay. wir können weiter. Wir können weiter. Ja, wir können weiterfahren. Okay guys, so now we're heading to the Formula One track, the floating mosque, and this here is our driver, Ahmad. Hello. Hello. And he's with us today and he's driving us around and he's a really good driver and we have a comfortable ride. And Thank you, sir. Thanks for appreciating.
And you're originally from Pakistan, right? Yes, I'm originally from Pakistan, from Lahore. Yeah. And since 10 years, I'm living here in Saudi Arabia, and I'm doing different jobs. But now I'm doing the chauffeur drive job for Right. the VIPs. So it's a good job? Yeah. Yeah? It's Okay, good. you like it? We have to visit all the Saudi Arabia, not only Jeddah. Mm-hmm. We visit all the across the Saudi Arabia, even near the countries like Bahrain, the Jordan. It has the land borders, so we must go there. Ah, okay. So you also going there. Okay. Yeah, That's nice. Good. So let's head on. Today, before they take our all the track, and they make a pass, and then when we have go inside, there is a dog, there is a too much security. Oh my god. Hmm. Yeah. It's not accessible for the So the king really lives there, or it's just like a... yeah, when he came here in Jeddah, he lives here, and he have in Riyadh, in Neom, all the big cities in the he country. has a palace in every city. Yeah. But mostly he lived in Jeddah and Riyadh. Okay. Yeah. So, wir sind jetzt an einem kleinen Aussichtspunkt hier an der Jeddah Corniche. Das so heißt die Strandpromenade hier. Und hier ist auch das der Jeddah Schriftzug. Und es ist 42 Grad gerade und es ist, Als ob man in einem Heißluft steht. ja, als ob man wirklich sich Ganzkörper föhnt gerade, ja. So krass. Ja. Und hier ist noch sehr, sehr viel Baustelle nach wie vor, aber also gerade hier ist irgendwie alles super mega sauber. Ja, es ist ein schönes Eck. Ja, Ja. fast wie in den Emirate. Also Ja. noch mehr vielleicht sogar. Zumindest in diesem Eck. Ja. So, wir laufen jetzt gerade zurück zum Auto. Ich weiß nicht, was das hier ist, ob das hier ein Fußweg ist. Fußweg und ein Radweg. Ein Radweg. Ach, das soll Radweg sein. Genau. Ah, okay, ja genau, der ist mittendrin, also quasi zwischen den Spuren. Das ist irgendwie sehr lustig. So, und jetzt, unser Fahrer wartet dort schon auf uns. Und jetzt zur Formel 1 Strecke noch unterwegs, oder? Ja, genau. Weil das hier war eigentlich ein ungeplanter Stopp. Das war jetzt so spontan. Das Hochhaus da hinten sieht man schon gar nicht mehr, weil es einfach so sandig ist heute. Also man merkt auch den Sand in der Luft richtig. Ja, ja. Okay Leute, jetzt sind wir an der Formel 1 Strecke von Jeddah, dem offiziellen Track, und zwar hier am Südende an der Spitzkehre von der Strecke. Und was ich nicht wusste, das ist eine permanente Strecke, weil eigentlich ist das ja eine Stadtstrecke, und ich dachte, die wird wieder abgebaut, die Strecke so halb, aber die ist original in dem Zustand und ist auch entsprechend abgesperrt. Hier die Auslaufzone und hier eben die Kehre, und dann geht es da hinten, tja, ein paar Kilometer weiter natürlich. Ich frage mich gerade, ob die Strecke überhaupt offen ist hier. Aber irgendwie ist jetzt auch nichts rumfahren. Also, dass man hier Track Day oder irgendwas organisieren kann, dass man hier einfach ein bisschen rumkurven kann. Weil wäre ja schade, wenn die Rennstrecke nicht genutzt wird für die Zeit. Aber okay, jetzt schauen wir mal weiter, ob wir noch mehr sehen können. Ah, geht schon los. Achso, ich bin schon drauf. So, jetzt sind wir noch an einer anderen Stelle vom Formel 1 Kurs. Ich glaube, näher kommen wir jetzt fast nicht mehr ran. Wir sind jetzt nach der Start-Zielgeraden und hier ist quasi der erste Bogen, den man fährt. Das ist eine dieser schnellen Kurven nach Start-Ziel.
im Bogen und dann geht es ja hinten noch weiter und dann kommt man quasi auf der anderen Seite wieder zurück. Und dann quasi auch so einen Halbbogen bis ans andere Ende, wo ich vorhin war, mit an der Haarnadelkurve. Und dann geht es ja wieder zurück. Das heißt, es schlängelt sich quasi hoch und runter an der Küste und es ist wirklich permanent. Also es wird nicht irgendwie als Straße genutzt, sondern es ist hier durchgehend da. Ja, ich hätte auch gedacht, dass das einfach dann abgebaut wird und das ist eine Straße, aber nee. Ja, so wie in das Monaco ist, oder ja, genau. in Baku eigentlich. Ja, nee, es Da wo es ist, so halb einfach abgebaut ist. nee, das ist einfach eine extra dafür gebaute Strecke. Ja, die bleibt einfach da. Ja. Der Platz ist ja da. Und da hinten wäre eigentlich so eine Moschee gewesen, die wir uns anschauen wollten, aber leider ist die abgesperrt, eben wegen diesem Track. Man kann so ein bisschen hier durchsehen, aber nicht wirklich. Also da wäre es aber nicht so, ist jetzt nicht so tragisch. Auf jeden Fall, der Plan ist, dass wir uns jetzt das Aquarium angucken, weil das soll auch recht schön sein. Und das ist zumindest auch drinnen und klimatisiert, deswegen ist das, glaube ich, eine gute Idee. Okay, ja, können wir machen. Mir fällt jetzt auch nichts ein. Wir können, Ja. wir können unseren Achmann noch fragen, Ja, ob er doch vorstellen kann, ansonsten ein Aquarium. ja. Ja, okay. Weil es wird jetzt auch nicht kühler. Okay, meine lieben Leute, jetzt sind wir im Aquarium hier in Corniche in Jeddah, wo ich jetzt gar nicht weiß, was es hier alles gibt. Aber wir dachten uns, nee, cool, Aquarium aus zwei Gründen. Erstens Aquarium mit Fischlis. Ja. Und zweitens klimatisierte. Hier ist schön angenehm. Draußen ist ja 43 Grad, hier drin ist es die Hälfte, wenn es gut geht. Und jetzt schauen wir uns das mal an hier. Super. Zeigt er uns den Hintern. Das juckt aber ganz schön. Das schaut jetzt auch nicht so ganz so gut gelaunt aus. Nein. Also, ist er vielleicht, aber. Man sieht sie nicht an. Hat er ganz gut getan. Okay Leute, endlich ist Essenszeit. Und zwar, jetzt gibt Chicken Burger von Al-Baik. Das ist quasi der hiesige Kentucky Fried Chicken. Ja, voll geil. Ja. Ganz typisch mit Pommes und allem. Und wir sind hier in der Mall, wo es auch entsprechend die Auswahl gibt. Und wir haben gerade festgestellt, es ist sehr amerikanisch hier die Auswahl. Also die ganzen Sachen gibt es hier, die man sonst auch aus dem Westen kennt. So, unsere 2 Tage in Jeddah sind jetzt leider vorbei. Aber es geht ja weiter in Urlaub nach Pakistan und jetzt sind wir auf dem Weg zum Flughafen. Und jetzt gerade ja noch in der Mall und haben was gegessen. Und so 20 Minuten ist die Fahrt ungefähr bis zum Flughafen. Und dann hoffen wir mal, dass da alles gut geht mit dem Einchecken und mit dem Flug und alles und so weiter. Und sind, ich glaube, so 4 Stunden fliegen wir jetzt. Dann bis Karachi und dann geht's noch weiter. So, nachdem wir jetzt Jeddah verlassen und zum Flughafen abzischen, sind mir noch ein paar Sachen aufgefallen. Und zwar Jeddah und auch noch Saudi-Arabien ist so irgendwie eine Stadt bzw. ein Land, was so ein bisschen im Umbruch ist und was irgendwie so gefühlt so ist wie Dubai vor 15 oder 20 Jahren. Und da bin ich mal gespannt, wie es hier aussieht in 15 bis 20 Jahren. Vor allen Dingen, weil sich das Ganze hier wenig öffnet und
auch ja, sich irgendwie auch touristisch irgendwie neu erschließt, habe ich so das Gefühl. Ein bisschen ebenso ein bisschen nach wie Dubai geht. Und wie gesagt, ich bin mal gespannt, auch, ob sie auch ihre Projekte hier, wie jetzt eben diese abgefahrene Stadt der Laien in der Wüste wirklich hinkriegen werden, weil das sieht mir noch immer sehr, sehr abgefahren aus. Und man merkt es irgendwie auch in der Stadt, das sind so überall Baustellen, also nicht überall Baustellen, also überall Baustellen und vieles schon neu und vieles wird neu gemacht. Und da bin ich mal gespannt, ob das was wird. Vielleicht kommen wir einfach mal in 10 Jahren noch mal her. Schauen wir mal. So maybe when we come back, we'll call you. Sure, why not? I'm always here for you. Yeah, that'll be great. So if you guys need a driver, Saudi Arabia, Thank you very go much. to Ahmad. Yes. Thank So you. he's the man. And I'm always here for you and for your friends and family. Anyone who want to visit, you can contact me. I'm always present here. That's great. Thank you very much. Thank you very much. Okay Leute, jetzt gibt es noch eine kleine Überraschung vor dem Flug, beziehungsweise für den Flug von Jeddah rüber nach Karachi. Den haben wir jetzt gleich in 2 Stunden und wir sind Business. Wir fliegen Business. Und entsprechend sind wir jetzt auch jetzt mal in der Business Lounge und chillen hier ein bisschen und genießen hier den gratis Kaffee und Getränke und ein bisschen was zu essen. Und dann geht's gechillt rüber nach Pakistan. Ich bin schon gespannt. Wir kommen ja mitten in der Nacht an, wird ein Nachtflug und jetzt schaue ich mir erstmal hier noch ein bisschen um, weil das ist hier echt nice. So, das ist noch der beeindruckende Terminal 1 hier in Jeddah. Komplett neuer, brandneuer Flughafen. Mit einem schlechten Timing gebaut zur Pandemie, aber jetzt, vielleicht wird das jetzt der große Flughafen. Und auch Connection Point zwischen den Kontinenten. Ja. Jetzt gehen wir gerade zu unserem Gate, weil wir sind schon aufgerufen worden. Ein paar Minuten haben wir noch und dann geht's los Richtung Karachi. Aber sehr schön der Flughafen, also echt schön angelegt. Hochmodern, groß. Okay, dann sehen wir uns gleich bei der nächsten Folge. Vergesst nicht Like und Abo da zu lassen und dann seht ihr auch, was wir jetzt noch gleich erleben werden.